Am 29. Februar 2000 wandte sich ein 45-jähriger geschiedener Mann mit 2 Kindern namens John Price an das Gericht, um eine einstweilige Verfügung gegen seine ehemalige Lebensgefährtin Catherine Mary Knight zu erwirken. Laut John begann die Frau, ihn zu bedrohen. Kurz nachdem er ihren Heiratsantrag abgelehnt hatte, kam es bereits zu mehreren schweren Auseinandersetzungen, die mit körperlicher Gewalt ihrerseits endeten. Darüber hinaus kontaktierte der Mann einige seiner Kollegen und warnte sie, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen sei, falls er nicht zur Arbeit erscheinen würde. Erstaunlicherweise erschien John am nächsten Tag tatsächlich nicht zur Arbeit. Dies warf bei seinen Kollegen einige Fragen auf, die nicht ganz verstanden, ob er scherzte oder nicht. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, John telefonisch zu erreichen, beschloss sein Chef, einen seiner Mitarbeiter zu ihm zu schicken, um persönlich nachzusehen, ob alles in Ordnung sei. Etwa zur gleichen Zeit war auch einer der Nachbarn des Mannes besorgt, dass Johns Auto immer noch auf dem Parkplatz stand. Schließlich beschloss er, zum Haus zu gehen und mehrmals an die Tür zu klopfen, aber entgegen seinen Erwartungen öffnete niemand die Tür. Es schien, als herrsche im Haus eine Totenstille. Aber war das wirklich so? Nachdem er noch einige Minuten vor der Tür gestanden hatte, beschloss Johns Nachbar, durch eines der Schlafzimmerfenster zu schauen, um auszuschließen, dass der Mann noch schlief. Auf den ersten Blick schien es ihm tatsächlich so, als sei niemand im Haus. Zumindest war dort keinerlei Bewegung zu sehen. Als er jedoch genauer hinsah, bemerkte Johns Nachbar mehrere große Blutflecken direkt auf dem Boden neben der Tür zu diesem Zimmer. Daraufhin rief er sofort die Polizei und schilderte ihnen die Situation. Die Polizeibeamten waren innerhalb von nur 10 Minuten vor Ort. Soweit ich weiß, war es erst 8 Uhr morgens. Als sie das Haus von der Straße aus untersuchten, fiel den Polizisten nichts Ungewöhnliches auf. Dennoch beschlossen sie, das Haus zu betreten, um alle Möglichkeiten auszuschließen. Was sie im Inneren vorfanden, beschrieben sie als äußerst grauenhaft und zugleich unvorstellbar. Dabei war es nicht einmal schwer, den Täter zu finden, denn er hatte sich die ganze Zeit direkt im Haus aufgehalten. Das heutige Video ist Catherine Mary Knight gewidmet, einer Frau, die zu einer der berühmtesten Mörderinnen in der Geschichte Australiens wurde. Nach den vorliegenden Informationen wurde Catherine am 24. Oktober 1955 in der Regionalstadt Tenterfield in New South Wales, Australien, geboren. Sie war die Tochter von Barbara Rogan und Ken Knight. Ihre Mutter Barbara war zuvor mit einem anderen Mann namens Jack Rogan verheiratet. Sie lebten lange Zeit in Aberdeen, wo sie 4 gemeinsame Kinder hatten. Die außereheliche Affäre der Frau mit dem zukünftigen Vater von Catherine, Ken, der ein enger Freund ihres Mannes war, führte jedoch zu einer raschen Trennung. Schließlich überließ Barbara alle 4 Kinder der Obhut von Jack und zog zu ihrem neuen Partner Kenneth. Zusammen gründeten sie eine neue Familie, in der auch Catherine sowie ihre Zwillingsschwester, 2 Brüder und eine Schwester geboren wurden. Leider verstarb Barbaras Ex-Mann Jack Rogan 1959. Daraufhin zogen 2 der 4 gemeinsamen Kinder zu ihr. Schon damals war klar, dass die Situation in dem Haus, in dem die Kinder aufwachsen sollten, gelinde gesagt, dafür ungeeignet war. Der Hauptgrund dafür war wohl, dass Kenneth, oder Ken, wie er meist genannt wurde, ein ziemlich gewalttätiger und grober Mensch war, der ernsthafte Alkoholprobleme hatte. Wegen dieser Probleme misshandelte er Barbara oft und schlug seine gemeinsamen Kinder. Allerdings war auch die Mutter alles andere als ideal im herkömmlichen Sinne des Wortes. Zum Beispiel erzählte sie ihren Töchtern gerne von ihrem Intimleben mit ihrem Mann. Es liegt auf der Hand, dass sich ein solches Verhalten der Eltern auf die Kinder auswirken musste. Es ist bekannt, dass Catherines Brüder die Gewohnheiten ihres Vaters übernommen haben und sie wiederholt verschiedenen Formen körperlicher Gewalt ausgesetzt haben. Einmal erzählte sie ihrer Mutter von der Situation, in der sie sich befand, und stieß auf kein Verständnis. Barbara riet ihr einfach, sich nicht mehr über ihr Leben zu beschweren und zu versuchen, sich mit dem, was sie durchgemacht hatte, abzufinden. Letztendlich gingen die Schikanen weiter und hinterließen unauslöschliche Spuren in Catherines Psyche. In ihrer Schulzeit war sie ein ziemlich verschlossenes und mürrisches Mädchen, das glaubte, dass alle um sie herum ihre Interessen unterdrücken wollten. Aus diesem Grund geriet sie ständig in Streit mit ihren Klassenkameraden und griff sogar einmal einen Gleichaltrigen mit einem Messer an, das sie heimlich in ihrem Rucksack mitgebracht hatte. Doch trotz der ständigen Schlägereien und Streitigkeiten mit den Menschen in ihrer Umgebung kam Catherine in der Schule recht gut zurecht. Später zog sie sich jedoch völlig zurück und brach schließlich die Schule ab.
Danach fand sie ihre erste Anstellung als Zuschneiderin in einer Nähfabrik. Dort blieb sie etwa ein Jahr lang und bereits 1971 begann die 16-jährige Catherine in einem großen Schlachthof in Aberdeen zu arbeiten. Dort erwarb sie nicht nur gute Messerfertigkeiten, sondern stieg auch beruflich auf. Ihren Kollegen zufolge gefiel ihr diese Arbeit so gut, dass sie aufrichtig als ihre Lebensaufgabe bezeichnete. Sie hängte sogar ihr erstes Set Fleischermesser über ihr Bett. Vor dem Schlafengehen schaute sie immer wieder zu ihnen hinauf, und allem Anschein nach bereitete ihr das große Freude. Im Jahr 1973 begann Catherine, sich immer aggressiver zu verhalten. Zu dieser Zeit lernte sie ihren ersten Ehemann kennen, einen 22-jährigen jungen Mann namens David Kellett, der früher bei einer lokalen Eisenbahngesellschaft gearbeitet hatte. Kurz vor ihrer Bekanntschaft war er wegen Alkoholproblemen entlassen worden. Diese Umstände zwangen David, in dem bereits erwähnten Schlachthof zu arbeiten, wo er Catherine kennengelernt hatte. Nachdem sie sich besser kennengelernt hatten, beschlossen die jungen Leute zu heiraten. Gerüchten zufolge war ihre Hochzeitsnacht unvergesslich. Nachdem sie 3-mal intim geworden waren, schlief David ein, und Catherine war wütend, weil sie der Meinung war, dass 3-mal nicht genug war. Schließlich stürzte sie sich buchstäblich auf ihren Mann und versuchte, ihn zu erwürgen. Glücklicherweise gelang ihr das nicht. Dennoch war dies nur der Anfang ihrer turbulenten Beziehung. Tatsächlich erlebten sie eine ganze Reihe von Vorfällen, die mit körperlicher Gewalt verbunden waren. Und man muss sagen, dass diese Vorfälle mit der Zeit immer häufiger wurden. Es ist bekannt, dass ihr letzter heftiger Streit kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes stattfand. Alles begann damit, dass David etwas später als gewöhnlich nach Hause kam, und statt ihren Mann zu fragen, warum er zu spät kam, beschloss die Frau, ihm mit einer Pfanne auf den Kopf zu schlagen. Als sie den Blutstrahl sah, der sofort aus Kelletts Kopf spritzte, begann Catherine zu schreien und um Hilfe zu rufen. Als einer der Nachbarn ihre schrillen Schreie hörte, rief er die Polizei, und die Frau wurde verhaftet. Allerdings war Catherines Verhaftung nicht von langer Dauer, und schon nach wenigen Stunden kehrte sie nach Hause zurück. Im Mai 1976 beschloss David schließlich, Catherine zu verlassen. Er konnte ihre Aggressionen nicht mehr ertragen, da sie nach diesen Ausbrüchen ihre Wut an ihrer kleinen Tochter ausließ. Kurz vor der Trennung ließ er sogar den Kinderwagen mit dem Kind auf den Bahngleisen stehen. Glücklicherweise wurde das Kind von einem Obdachlosen gerettet, der nach Essen suchte. Als Catherine davon erfuhr, geriet sie sofort außer sich. Als sie von der Arbeit zurückkam, griff sie sich eine Axt und ging auf die Straße, wo sie Passanten bedrohte. Schließlich meldete einer der Zeugen sie der Polizei, und nur wenige Minuten später wurde sie verhaftet und in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo bei ihr eine postnatale Depression diagnostiziert wurde. Nach ihrer Entlassung aus der Klinik geriet Catherine erneut in Schwierigkeiten. Sie nahm ihre Tochter und eines der Fleischermesser und griff eine unbekannte Frau an. Catherine wollte, dass diese sie mit ihrem Auto zu David nach Hause fuhr, und als die Frau sich weigerte, ihrer Bitte nachzukommen, schlug sie ihr mehrmals ins Gesicht. Glücklicherweise gelang es der Frau zu fliehen. Sie schaffte es bis zu einer Tankstelle, wo sie um Hilfe bat, und die Angestellten riefen die Polizei. Als die Polizei eintraf, sahen sie eine Frau, die mit einem Messer herumfuchtelte und dabei ein Kind im Arm hielt. Sobald Catherine beruhigt werden konnte, wurde ihre Tochter in Sicherheit gebracht und sie selbst erneut in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Später wurde sie in die Obhut ihrer Großeltern mütterlicherseits gegeben, und ihrem Vater wurde mitgeteilt, dass Catherine in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses von New South Wales untergebracht sei. Am 9. August 1976 wurde Catherine aus dem Krankenhaus entlassen und ihrer Schwiegermutter übergeben, die dafür sorgen sollte, dass sie alle ihr verschriebenen Medikamente einnahm. Erstaunlicherweise zogen Catherine und David bereits nach wenigen Wochen wieder zusammen. Allerdings war auch dieses Mal ihr friedliches Zusammenleben nur von kurzer Dauer, und das Paar stand weiterhin im Mittelpunkt des Interesses. Trotz allem wurde am 6. März 1980 eine weitere Tochter geboren. Einige Jahre vergingen, und als David eines Tages von der Arbeit nach Hause kam, stellte er fest, dass weder Catherine noch ihre Töchter da waren. Es stellte sich heraus, dass sie zu Catherines Eltern auf eine Farm irgendwo in der Nähe von Aberdeen gezogen waren. Dort fand die junge Frau erneut Arbeit in einem Schlachthaus. Aufgrund ihres Charakters wurde sie jedoch recht schnell entlassen. Bald zog Catherine erneut um, und etwa ein Jahr später bekam sie starke Rückenschmerzen, aufgrund derer sie ihre Arbeit aufgeben musste.
Zu ihrem Glück gewährten ihr die örtlichen Behörden nicht nur eine gute Sozialhilfe, sondern halfen ihr auch bei der Suche nach einer kleinen Wohnung in der Nähe der Schule, die ihre Töchter besuchen sollten. So brauchte die große, schlanke und in gewisser Weise attraktive Catherine mit 30 Jahren nur noch einen guten und fürsorglichen Mann. Äußerlich wirkte sie wie eine lebensfrohe und fröhliche Frau. In ihrem Innersten war sie jedoch nach wie vor eine aggressive Eifersüchtige. Wie dem auch sei, ihr Aussehen ermöglichte es ihr, die unterschiedlichsten Männer kennenzulernen, darunter auch den 38-jährigen Bergarbeiter David Saunders. Er galt als gut aussehender und charmanter Mann. Sein einziges Problem war wohl, dass er wie kein anderer gerne trank. Trotzdem fanden die beiden eine gemeinsame Sprache, und anfangs war alles wunderbar. Mit der Zeit wurde ihre Beziehung immer ernster, und so beschlossen sie zusammenzuziehen. So zog David zu Catherine und ihren Töchtern, und fast unmittelbar nach dem Umzug kamen die Streitigkeiten und Zankereien, die für die Frau schon immer typisch waren, zum Vorschein. Catherine beschuldigte Saunders ständig, heimliche Affären mit anderen Frauen zu haben. Manchmal stritten sie sich wegen dieser Anschuldigungen stundenlang. Eines schönen Tages warf Catherine den Mann schließlich aus dem Haus. Doch schon am nächsten Tag begann sie, David zu bitten, zurückzukommen. Allerdings hörten ihre Konflikte auch nach seiner Rückkehr nicht auf. Im Mai 1987, nach einem weiteren heftigen Streit, nahm Catherine den 2 Monate alten Welpen von Saunders und tötete ihn vor seinen Augen. Dabei erklärte sie, dass ihm dasselbe passieren würde, wenn er jemals auf die Idee käme, eine Affäre mit einer anderen Frau zu beginnen. Trotz der lautstarken Streitereien und anderer nicht minder schrecklicher Vorfälle brachte Catherine im Juni 1988 ihre 3. Tochter zur Welt. Kurz nach ihrer Geburt kauften David und Catherine ein kleines Haus, das später mit Kuhschädeln, verschiedenen Tierfellen und Stierhörnern dekoriert wurde. Unter den anderen Dingen, die das Haus schmückten, befanden sich riesige Heugabeln, Holzlöffel, Rechen, rostige Tierfallen, Lederjacken, mehrere alte Bikerjacken, Cowboystiefel und ein Sattel. Der gesamte freie Platz im Haus war mit Zeitungen vollgestopft. Außerdem lagen überall schmutzige Kleidungsstücke und alte Bücher herum, die wohl kaum jemand gelesen hatte. Zweifellos gefiel Catherine diese Einrichtung. Vielleicht bereitete sie ihr sogar Freude. Allerdings hielt es nicht lange an, denn nach einem weiteren Streit, in dem sie Saunders mit einem Bügeleisen schlug und ihm eine Schere in die Brust stach, beschloss er, dass er all diese Demütigungen nicht länger ertragen konnte und verließ das Haus. Natürlich versuchte Catherine, den Mann zu finden und ihre Schuld irgendwie wieder gut zu machen, aber sie konnte ihn nicht finden. In ihrer Verzweiflung zerschnitt sie sogar alle seine Kleider und warf sie auf die Müllhalde. Erstaunlicherweise kehrte David nach einiger Zeit doch nach Hause zurück. Anscheinend wollte er einfach nur seine Tochter sehen. Man muss sagen, dass er wirklich schockiert war, dass Catherine während seiner Abwesenheit zur Polizei gegangen war und angegeben hatte, er könne ihr Schaden zufügen. Noch erstaunlicher war jedoch, dass die Frau inzwischen einen anderen Mann geheiratet hatte. Ihr neuer Partner war ein 43-jähriger Mann namens John Chillingworth, ein Kollege aus ihrer früheren Arbeitsstelle. 1991 bekam Catherine ihr 4. Kind. Diesmal war es ein Junge. Viele Nachbarn der Frau waren überrascht, dass es zwischen ihr und ihrem Partner John Chillingworth keine offenen Konflikte oder skandalösen Situationen gab. Das bedeutete jedoch keineswegs, dass sie glücklich miteinander waren. Zumindest war etwas definitiv nicht in Ordnung, denn nach 3 Jahren gemeinsamen Lebens stellte sich heraus, dass Catherine die ganze Zeit eine heimliche Affäre mit einem Mann namens John Price hatte. Genau dieser Umstand war auch der Hauptgrund für das Ende ihrer Beziehung. Anfangs litt Chillingworth sehr unter der Trennung von Catherine. Das lag jedoch nicht an ihr, sondern daran, dass er seinen Sohn verlassen musste. Aber ich denke, nach dem, was dann geschah, fühlte er sich sicherlich wie der glücklichste Mensch auf Erden. Was John Price betrifft, so war er bereits geschieden, als er eine Beziehung mit Catherine begann. Außerdem hatte er 2 Kinder, die aus unbekannten Gründen bei ihm und nicht bei ihrer Mutter lebten. Nach ihrer Scheidung von Chillingworth im Jahr 1995 zog Catherine zu Price. Zu dieser Zeit arbeitete der Mann in den örtlichen Bergwerken und verdiente recht gut. Anfangs war ihr gemeinsames Leben recht glücklich. Dennoch war Price klar, dass Catherine eine unglaublich willensstarke Frau mit einem schwierigen Charakter war. Es ist bekannt, dass sie ihn 1998 selbst bat, sie zu heiraten, aber er lehnte sofort ab. Aus Rache filmte Catherine alle Gegenstände, von denen sie glaubte, dass Price sie bei der Arbeit gestohlen hatte,
und schickte das Video an seinen Chef. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um alte medizinische Instrumente, die der Mann aus einem Müllcontainer auf dem Firmengelände mitgenommen hatte. Wie dem auch sei, er wurde dennoch entlassen, und als der Mann nach Hause kam, stritten er und Catherine heftig. Schließlich warf er sie aus dem Haus und sagte, er wolle nichts mehr mit ihr zu tun haben. Trotzdem nahmen sie nur wenige Monate später ihre Beziehung wieder auf. Allerdings erlaubte der Mann Catherine diesmal nicht, mit ihren Sachen zu ihm zurückzukehren. Diese Entscheidung führte in der Folge zu zahlreichen Streitigkeiten, die mit der Zeit immer häufiger und heftiger wurden. Irgendwann begann Catherine sogar, ihren Freunden gegenüber den Mann zu verleumden und ihnen zu erzählen, er würde ihre Töchter misshandeln, was offensichtlich nicht der Wahrheit entsprach. Im Februar 2000 kam es zu einem weiteren heftigen Streit zwischen den beiden, in dessen Verlauf Catherine Price zum ersten Mal mit einem Messer auf ihn einstach. Im Grunde genommen war genau dieses Ereignis der Anfang vom Ende, zumindest was das Leben des Mannes betrifft. Wie bereits zu Beginn dieses Videos erwähnt, wandte sich Price am 29. Februar 2000 an die Behörden, um eine gerichtliche Verfügung gegen Catherine zu erwirken. Außerdem kontaktierte der Mann einige seiner Kollegen und teilte ihnen mit, dass, wenn er eines Tages nicht zur Arbeit käme, dies bedeuten würde, dass Katie, wie er sie manchmal nannte, ihm etwas Schlimmes angetan habe. Nun, er hatte tatsächlich recht. Als Price nach Hause kam, waren seine Kinder nicht mehr da. Es stellte sich heraus, dass Catherine seine Abwesenheit genutzt hatte, um die Kinder zu gemeinsamen Freunden zu bringen. Anscheinend wollte die Frau so tun, als wolle sie sich mit dem Mann versöhnen. Gegen 23 Uhr, als Price bereits schlief, kam Catherine ins Haus und setzte sich vor den Fernseher. Dazu musste sie die Tür nicht aufbrechen, da sie noch einen Schlüssel hatte. Danach ging sie duschen und weckte dann den Mann, um mit ihm intim zu werden. Nachdem sie fertig waren, schlief Price wieder ein, ohne zu ahnen, dass diese Nacht die letzte seines Lebens sein würde. Und man muss sagen, dass Catherine wirklich an alles gedacht hatte. Sie hatte ihre Fleischermesser im Voraus an strategischen Stellen im Haus verteilt, für den Fall, dass Price versuchen sollte zu fliehen. Sobald Catherine sich vergewissert hatte, dass der Mann eingeschlafen war, nahm sie eines der Messer, setzte sich auf John und stieß ihm die Klinge in den Bauch. Er wachte sofort vor Schmerz auf und versuchte, Catherine von sich zu stoßen. Es gelang ihr jedoch, ihn zu überwältigen. Soweit ich weiß, stach sie etwa 40 Mal auf ihn ein. Das erklärt auch, warum die Polizei beim Betreten des Hauses als erstes zahlreiche Blutspritze auf dem Boden und an den Wänden entdeckte. Aber das war noch lange nicht alles. Bei der weiteren Untersuchung des Hauses bemerkte einer der Polizisten etwas, das wie ein Vorhang aussah, der zwischen zwei Zimmern hing. Als er danach griff, um ihn von den Haken zu nehmen, wurde allen klar, dass es kein Vorhang war. Anscheinend begann Catherine unmittelbar nach dem Mord an Price mit dem ihr wohl vertrauten Vorgang des Häutens. Anschließend wurde ein Teil der Haut des Mannes als Vorhang verwendet, während der andere Teil in einen großen Topf mit Gemüse gegeben wurde. Dann trennte Catherine die Gesäßbacken von Price und schnitt sie in kleine Stücke, die sie auf einem Backblech ausbreitete. Danach holte die Frau Geschirr hervor und deckte den Tisch, wobei sie kleine Zettel mit den Namen der Kinder des Mannes neben deren Tellern legte, damit sie ihre Plätze einnehmen konnten. Anscheinend wollte Catherine die Kinder von Price mit seinem eigenen Fleisch ernähren. Die Leiche des Mannes wurde in liegender Position mit gekreuzten Beinen und einem ausgestreckten Arm gefunden. Neben ihm lag Catherine selbst. Es stellte sich heraus, dass sie Tabletten geschluckt hatte, um sich das Leben zu nehmen. Dies gelang ihr jedoch nicht, und sie wurde in die nächste Notaufnahme gebracht. Nach den vorliegenden Informationen kam sie erst am 4. März desselben Jahres vollständig zu sich. An diesem Tag kam die Polizei zu ihr ins Krankenzimmer, um sie zu dem Vorfall zu befragen. Sie erklärte jedoch, dass sie sich an nichts erinnern könne. Nach einiger Zeit versuchten ihre Anwälte zu beweisen, dass sie aufgrund verschiedener psychischer Probleme einfach nicht vor Gericht gestellt und für ihre Tat strafrechtlich verantwortlich gemacht werden könne. Schließlich mussten die Behörden ein psychiatrisches Gutachten einholen, um festzustellen, ob Catherine krank war oder nicht. Nach dieser Untersuchung erklärten gleich 3 Sachverständige, dass sie zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war und genau wusste, was sie tat. Dennoch wurde bei ihr eine sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, die in der Regel darin besteht, dass eine Person nicht in der Lage ist, ihre Emotionen und Impulse zu kontrollieren. Während des Hauptverfahrens beharrten Catherines Anwälte weiterhin auf ihrer Unschuld und schrieben alles Geschehene auf psychische Probleme und Amnesie zurück.
Die Anklage beharrte hingegen auf dem Gegenteil und erklärte, dass die Frau nicht krank sei und ihr Hauptproblem darin bestehe, dass sie es gewohnt sei, zu tun, was sie wolle. So gab Catherine, in die Enge getrieben, schließlich zu, John Price ermordet zu haben, und bereits am 8. November 2000 verurteilte der Richter sie zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Derzeit befindet sich Catherine in einer Frauenhaftanstalt namens Savile Water. Dort wird die Frau Nana genannt, was man mit gütige und sanfte Person übersetzen kann. Innerhalb der Mauern dieser Einrichtung ist sie als eine Art Friedensstifterin bekannt, die verschiedene Streitigkeiten schlichtet und verhindert, dass sie eskalieren. Während ihrer Haft wurde Catherine nie in eine Konfliktsituation verwickelt und ist ein echtes Vorbild für andere Insassen. Ich bezweifle jedoch, dass viele von ihnen nicht einfach wissen, dass man sich besser nicht mit ihr anlegen sollte. Denn hinter der Maske dieser gütigen und sanften Frau verbirgt sich eine skrupellose Mörderin. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.